Hallo und herzlich willkommen zu meinem Rebirth Guide. Heute will ich euch zeigen, wie man den Rebi ohne Probleme machen kann und dass das Labyrinth in Wirklichkeit kein Labyrinth ist. Es steckt ein System dahinter und das werde ich euch heute zeigen. Doch um Rebi überhaupt erst machen zu können, muss man folgende Bedingungen erfüllt haben. Erstens, man muss 99,50 sein. Zweitens muss man 1.285.000 Seni haben und drittens muss das Wake bei exakt 0 liegen. Aber heute werde ich mal testen, was passiert, wenn man mehr als 1.285.000 Senis dabei hat. Um euch den Weg bis hierhin und danach zu erleichtern, solltet ihr euch folgende Items mitnehmen, und zwar die Teleport-Kafra-Tickets und die Storage-Kafra-Tickets und ein Mercenary eurer Wahl. Welchen ist eigentlich egal, Hauptsache ein. Dann wollen wir doch mal anfangen. Sobald ihr 99,50 erreicht habt, begebt ihr euch nach Juno, und zwar, wie man hier rechts oben sehen kann, nach ganz links oben in Juno. Und zwar zu dem ganz großen Castle hier, vor dem ich jetzt gerade stehe. Einige ist es jetzt sicher aufgefallen, dass ich nicht exakt 0 Waked habe und dass ich nur 12.330 Zeni habe. Das liegt daran, dass ich bereits den NPC angesprochen habe, an den man das Geld spenden muss. Und zu dem Wake komme ich gleich. Und ganz wichtig ist, dass ihr alle Skillpunkte verteilt habt. Es darf kein Skillpunkt übrig bleiben, sonst schickt euch die Valkyrie wieder zurück und ihr dürft den ganzen Weg nochmal laufen. Als erstes gehen wir erstmal halt in dieses Haus hinein. Im Haus angekommen laufen wir nach links bis zum zweiten großen Raum und dann nach oben, bis wir auf einen NPC treffen. Wenn ihr den NPC erreicht habt, sprecht ihn an und spendet ihm die 1.285.000 Senis. Ich kann das jetzt nicht machen, weil ich das bereits getan habe, deswegen erzählt er mir jetzt immer das Gleiche. Nun geht ihr weiter nach oben und sprecht ein paar Mal mit dem Buch. Wenn ihr das Buch ein paar Mal angesprochen habt und es euch nur noch das Gleiche erzählt, geht ihr den gleichen Weg zurück, aber weiter geradeaus nach unten. Hier unten angekommen, lauft ihr nun durch das Portal. Hier folgt nun ein ganz einfacher Teil. Ihr lauft einfach nur den Weg entlang bis zum anderen Portal. Nun kommt der Teil, vor dem sich alle fürchten, und zwar das Labyrinth, was in Wirklichkeit kein Labyrinth ist, weil es steckt ein System dahinter und wenn man es einmal kennt, ist es ganz einfach und man rennt da durch maximal 2-3 Portale und man ist durch, was mir bisher keiner glauben wollte, und jetzt werde ich es mit diesem Video beweisen. Dann wollen wir mal mit dem ganz schweren Teil anfangen, mit dem Labyrinth. Man geht einfach durch das Warp-Portal erstmal. Wenn man das Labyrinth betritt, kann man an 2 verschiedenen Wegkreuzungen auftauchen. Entweder so eine Vierfachkreuzung wie hier oder eine Dreierkreuzung wie diese. Und ich werde euch jetzt zeigen, wo man langlaufen muss, damit man so schnell wie möglich aus diesem Labyrinth wieder rauskommt. Wenn man sich jetzt auf eine Viererkreuzung befindet, läuft man immer nach rechts oben in das Portal rein. Und zwar dieses. Wenn es passiert, dass man wieder auf eine Viererkreuzung landet, läuft man wieder nach oben. Das tut man dann, bis man letztendlich auf einer Dreierkreuzung landet wie dieser, und dann läuft man nach rechts unten. Wie man sehen kann, habe ich es durch das Labyrinth geschafft. Aber ich habe festgestellt, dass es ein paar Mal buggen kann, und deswegen werde ich jetzt zeigen, was passiert, wenn man in anderen Räumen landet, als wie erwartet. Zum Beispiel bin ich jetzt hier gelandet und wie man sieht, ist hier weder eine Vierer- noch eine Dreierkreuzung. Wenn einem sowas passiert, geht man einfach durch das Portal zurück, wo man gelandet ist. Genauso wie an dieser Stelle. Ich bin durch dieses Portal reingekommen und werde durch dieses Portal auch wieder zurückgehen. Wie es der Zufall so will, bin ich wohl wieder hier gelandet, also werde ich wieder zurückgehen.
Und jetzt bin ich wieder auf eine Viererkreuzung und halte mich an mein gelerntes System und werde wieder nach oben laufen. Bevor es mit dem Rebirthen weitergeht, werde ich euch in Speed Motion zeigen, dass dieses System hundertprozentig funktioniert. Wie man nun unschwer erkennen konnte, ging es hauptsächlich darum, auf die Dreierkreuzung zu kommen und da rechts nach unten zu laufen, um hierher zu gelangen. Da wir nun endlich dieses schwere Labyrinth geschafft haben, müssen wir hier nichts weiter tun, als bis nach ganz unten in die Mitte zu laufen, ohne die anderen Warps zu berühren, außer den unten in der Mitte. Hier unten angekommen müssen wir nichts weiter machen, als in die Mitte des Raums zu gehen und das Heart of Ymir zu drücken. Das Heart of Ymir befindet sich am Fuße dieser Maschine, das müsst ihr lediglich anklicken. Jetzt seid ihr hier angekommen, hier müsst ihr nichts weiteres tun, als geradeaus nach oben zu laufen. Da wir es nun bis zur Valkyrie geschafft haben, werden wir jetzt herausfinden, ob man mit überschüssigen Zenis rebirthen kann. Doch bevor wir jetzt mit der Valkyrie sprechen, müssen wir auf jeden Fall eine Mercenary benutzen, da wir sonst nicht exakt 0 Waked haben. Da wir nun 0 Waked haben, können wir jetzt die Valkyrie ansprechen und gucken, ob wir mit dem überschüssigen Zenis rebirthen können. Leider können wir mit überschüssigen Zenis nicht rebirthen, also müssen wir das Geld so schnell wie möglich loswerden. Nachdem wir unser Geld losgeworden sind und wieder vor der Valkyrie stehen, nachdem wir es wieder durch das schwere Labyrinth geschafft haben, sind wir nun bereit zu rebirthen und können nun mit der Valkyrie sprechen. Jetzt haben wir es geschafft. Unser Rebirth ist durch und jetzt nutzen wir die Vorteile unseres Mercenaries und gehen leveln. Hier angekommen können wir durch den Mercenary jetzt ganz schnell auf Level 10 leveln.
Nun haben wir Job Level 10 erreicht und können unsere Skillpunkte verteilen. Nachdem wir unsere Jobpunkte verteilt haben, können wir unseren jeweiligen Lehrer aufsuchen, um unsere First Transcendent Class zu erreichen. Da ich ein Wizard war und ein High Wizard werden will, muss ich vorher erst ein High Mage werden, also muss ich zurück in die Mage Gilde. Hier muss ich dann nur noch mit meinem Lehrer sprechen und werde direkt zum High Mage gechanged. Nun habt ihr euren Rebirth erfolgreich abgeschlossen und müsst jetzt nur noch wieder Job Level 50 erreichen. Sobald ihr Job Level 50 erreicht habt, geht ihr zurück nach Juno in das Haus. Doch diesmal habt ihr es leichter, da ihr Transcended Class seid. Ihr geht einfach zum Buch und sprecht es an. Nun seid ihr direkt hier und müsst überhaupt nicht durch dieses ultra schwere Labyrinth, oh nein! Nun geht ihr einfach zu euren entsprechenden Lehrer, redet ihn an und werdet eure Second Transcend Class. Meiner ist dieser hier, also spreche ich ihn an und drücke einfach durch und sage ihm, ja, ich möchte ein High Wizard werden. Und zack, wir sind ein High Wizard. Und somit habt ihr euren Rebirth komplett abgeschlossen. Jetzt ist eure Aufgabe 9970 zu werden und dann eure Third Class zu erreichen. Viel Erfolg!